Hallo ihr Lieben, habt ihr schon mal einen Kranz aus Trockenblumen gemacht? Sie sind nicht nur wunderschön, sondern auch ganz einfach selbst zu gestalten. Perfekt für Ostern und auch für den Frühlingsanfang. In meinem Video heute zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du so einen tollen Kranz aus Trockenblumen selber machen kannst. Also lasst uns direkt loslegen. Wir gehen jetzt auf unseren Balkon und hier habe ich solche Kränze als Deko. Die sind schon sehr alt. Ich denke, ich habe die vor etwa 2 oder 3 Jahren gemacht und ich dachte, das muss neu gemacht werden. So, ich nehme beide. Ich mag diesen Design, aber ja, wie gesagt, es wird schon Zeit, was zu ändern. Und jetzt werden wir das neue Deko machen. Für den Kranz brauchst du neben dem Ring noch viele Trockenblumen. Ich habe meine Trockenblumen auf Etsy bestellt und auch welche verwendet, die ich schon hatte. Wenn du die gleichen Blumen benutzen möchtest, habe ich die Links in die Videobeschreibung gepackt. Dann brauchst du noch Floristenband, eine Schere und eine Heißklebepistole oder Sekundenkleber. Da ich den gleichen Ring wiederverwende, muss ich zuerst meinen alten Kranz auseinandernehmen. Was ich toll finde, ist, dass du die Materialien aus dem alten Kranz wiederverwenden kannst. Du musst nur vorsichtig beim Auseinandernehmen sein. Ich habe mich entschieden, die Eukalyptusblätter für meinen neuen Kranz weiter zu verwenden. Die gelben Blumen wollte ich eigentlich auch nochmal verwenden, aber ihre Stiele sind mittlerweile zu trocken und unflexibel geworden, so dass sie nicht mehr eignen. Dann nimmst du etwas von verschiedenen Blumen und kombinierst sie zu einem kleinen schönen Strauß. Dieser wird mit Floristenband fest zusammengebunden. Dabei schneidest du die Stiele etwas kürzer. Du brauchst nur so viel, dass du sie gut mit dem Band verbinden kannst. Der fertige kleine Strauß wird dann mit Floristenband am Ring befestigt. Das erste Bündel ist etwas schwieriger anzubringen, da es sich leicht dreht, aber danach wird es einfacher. Das wiederholst du, bis du die Mitte des halben Rings erreicht hast. Denn wir dekorieren nur eine Hälfte des Rings. Ich empfehle dir, die Blumen in den kleinen Sträußen immer etwas zu variieren, damit der Kranz schön und harmonisch wirkt. Den nächsten Blumenstrauß platzierst du so, dass das Floristenband darunter gut verdeckt wird. Da Trockenblumen sehr zart sind, solltest du vorsichtig arbeiten und sie nicht zu fest anfassen. Wenn du die Mitte erreicht hast, wird die andere Seite genauso gemacht. Wir fangen hier auch oben an und bewegen uns nach unten. Auch hier wirst du merken, dass es etwas schwieriger ist, den ersten kleinen Blumenstrauß zu befestigen. Aber danach wird es wieder leichter. Falls es dir nicht gelingt, das erste Bündel exakt an der gleichen Stelle wie auf der anderen Seite zu platzieren, ist das nicht schlimm. Du kannst den Kranz später noch so drehen, dass es passt. Du füllst den Kranz weiter mit den kleinen Blumensträußen, bis nur noch eine kleine Lücke zwischen beiden Seiten bleibt. Das letzte Blumenbündel kann etwas schwer zu befestigen sein, daher solltest du hier besonders langsam und vorsichtig arbeiten, damit die Blumen nicht beschädigt werden. Die kleine verbleibende Lücke kannst du mit einzelnen Blumen schließen. Dafür gibst du reichlich Kleber auf die Rückseite der Blumen, hältst sie kurz an die gewünschte Stelle und wartest, bis sie festkleben. Die beiden Kränze sind jetzt fertig und jetzt kommt das beste Teil: Aufhängen. Ich finde, die sind wunderschön geworden. So eine schöne, zarte Farbkombination. Und ich finde, die sind auch perfekt für den Frühling und für den Sommer. Aber jetzt merke ich, dass diese
Kissen, die passen gar nicht. So, die noch wechseln. Und so ist es jetzt perfekt. Ich liebe dieses neue Deko. Mir gefällt es viel besser als das andere, obwohl mir eigentlich die anderen Kränze auch gefallen haben. Und ich hoffe, dass sie dir auch gefallen haben und dass du durch mein Video inspiriert geworden bist, auch dein eigenes Kranz zu machen. Wenn dir mein Video gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.